geht jetzt um das Erstellen eines Koordinatensystems. Wir stehen auf einem mehr oder weniger freien Feld hier. Wir haben uns gedacht, dass wir ein Vermessungssystem aufstellen, wo dort unser Ursprung ist, wo die Kollegin gerade steht. Das soll unser Punkt 1000 sein. Die Achse, also der kleine Weg, spannt unsere Ostachse auf, also unsere Rechtsachse. In diese Richtung ist also nach Osten. Und dort hinten haben wir einen Punkt gemacht. Das soll unser zweiter Punkt sein. Von diesen beiden Punkten wird unser Messsystem hier aufgespannt. Wir wissen aber noch nicht richtig die Koordinaten von diesen beiden Punkten, die wir brauchen, um hier Messungen durchzuführen. Wir kennen die Koordinate des Punktes dort hinten. Das sind 1000, 1000, 1000 oder 1000, 1100. Das hatten wir ja in unserer theoretischen Einführung schon drin. Das heißt, wir brauchen jetzt die Entfernung von unserem Ursprung zu unserem Orientierungspunkt. Dafür werden wir jetzt erstmal eine Messumgebung in unserem Gerät erstellen, einen Ordner, einen Job, wie das im Vermessungsjargon so gerne heißt. Wir gehen also hier auf Jobs und der Job hier wird heißen, wir nennen ihn einfach mal Hof 2. Nach unten lösche ich die erste 0 weg. Hier schalte ich um zwischen Zahlen und Buchstaben. Ich bleibe erstmal bei den Zahlen, also H, O, F, Unterstrich, Schaltung auf Zahl 2. Okay. Der Beobachter, das ist nicht eine 0, naja, vielleicht schon, aber wer weiß. In diesem Falle bin ich der Beobachter. Okay. Bemerkungen können wir ja weglassen. Weiter. Ich habe jetzt also einen Job hier angelegt, in dem ich jetzt schon arbeiten kann. Ich gehe hier dann noch auf Weiter. Jetzt ist der Job gesetzt. Ich arbeite in diesem Job. Ich könnte jetzt, wenn ich schon Koordinaten meiner Punkte hätte, vielleicht aus dem GPS oder vom Katasteramt, könnte ich jetzt unter Verwalten und Festpunkte diese Koordinaten eingeben. Ich habe sie aber noch nicht. Für den Fall, dass ich sie habe, machen Sie weiter im dafür entsprechenden Tutorium. Da ich die aber noch nicht habe, müssen wir jetzt erstmal herausfinden, wie weit sind unsere beiden Punkte voneinander entfernt, die unser System aufspannen. Dafür gehe ich nach Apps und ich möchte Messen Plus, weil ich brauche die Spannmaßfunktion. Und jetzt sagt er mir, das ist ganz nett jetzt bei diesem neuen Gerät, Berechnung von Strecke, Höhenunterschied und Azimut zwischen zwei Zielpunkten. Ja, das ist genau, was ich möchte. Mehr will ich ja gar nicht. Schauen wir mal, was er bei den Einstellungen noch hat. Setze Job haben wir gemacht. Stationierung ist mehr oder weniger nicht dafür notwendig, weil er muss gar nicht wissen, wo er steht und wie er steht. Hauptsache, er steht gerade. Das ist alles, was er wissen muss. Ich kann also hier direkt auf Start gehen. Jetzt fragt er noch polygonal oder radial. Er sagt uns unten hier auch schon, Messanordnung wie bei einem Polygonzug. Was ist der Unterschied? Bei polygonal misst er von Punkt 1 zu Punkt 2, von Punkt 2 zu Punkt 3 und so weiter und so fort. Bei radial von Punkt 1 zu Punkt 2, von Punkt 1 zu Punkt 3 und so weiter und so fort. Wir haben nur 2 Punkte, ist uns also komplett egal. Ich lasse ihn jetzt mal auf radial stehen, wird funktionieren. Ich gehe auf Weiter. Und jetzt sind wir schon im Messmodus drin. Ich soll den ersten Punkt anzielen. Dann zielen wir unseren ersten Punkt an. Die Kollegin steht auf dem Ursprung. Ich drücke jetzt hier auf die Taste Messen. Das ist dasselbe wie erste Distanz und dann Speichern. Messen fasst dies zusammen. Das werden wir noch mehrfach haben. Und habe jetzt die erste Messung und er sagt mir los. Miss Punkt 2 an. Okay. Und wenn jetzt die Kollegin auf Punkt 2 steht, hat auch der anvisiert. Messen. Und ich habe die Ergebnisse, die ich brauche für unser Koordinatensystem. Die können wir uns jetzt mal angucken. Wichtig dabei sind diese 3 Piktogramme, die mir angezeigt werden. Das sind jeweils so
rechtwinklige Dreiecke und mal ist die Unterseite, mal die Diagonale und mal hier so die rechte Seite verstärkt durch eine Linie. Und das sagt uns, welche Werte angegeben werden. Dies hier ist die Horizontaldistanz von einem Punkt zum anderen. Dies sind 32,624 Meter. Dies hier, das ist die Schrägdistanz. Das ist sozusagen die Distanz, die das Prisma zurückgelegt hat. Wenn ich einen Berg aufgehe, gehe ich auch immer eine größere Strecke, als die Punkte wirklich horizontal voneinander entfernt sind. Das ist die Schrägdistanz, groß S, groß D. Und das ist etwas mehr, weil wir nämlich einen Berg hochgegangen sind, sind dies 32,646 Meter. Wir ahnen schon, aufpassen, das sind ein paar Zentimeter schon Unterschied. Dies hier, das ist eine Delta H, unser Höhenunterschied. Er ist 1,196 Meter, weil ja Punkt 2 deutlich höher gelegen ist als Punkt 1. Damit kennen wir jetzt die Koordinaten unserer lokalen Punkte. Unser erster Punkt, unser Fixpunkt 1, hat die Koordinaten 1000, 1000 und 100, sage ich immer, da ich mich durcheinander komme, also Rechtswert, Hochwert und der Z-Wert. Und unser Fix 2 hat dementsprechend als Rechtswert diese 1000 plus unsere Horizontaldistanz, also 1032,624. Da es auf der Rechtsachse ist, passiert mit dem Hochwert gar nichts. Das heißt, er hat weiter den Hochwert von 1000 und der Z-Wert sind diese 100. Allerdings, er liegt ja höher. Er liegt diese 1,1 und ein paar gequetschte Meter höher. Also ist es 101,196 Meter. Jetzt haben wir zwei Punkte mit zwei uns bekannten Koordinaten. Und das ist alles, was wir brauchen, um in einem nächsten Schritt unser Gerät stationieren zu können und dann in diesem Koordinatensystem beliebige Messungen durchführen zu können.